Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Mona kocht. Kreppel, Krapfen oder wie wir bei uns sagen, Fasnachtskichelcher sind eine typische Leckerei in der Faschingszeit. Im Unterschied zu dem Berliner Pfannkuchen sind die Kreppel ungefüllt und auch kleiner. Doch schmecken tun sie sehr gut. Und wie sie gemacht werden, zeige ich euch jetzt. Als Zutaten benötige ich Milch, Mehl, Hefe, Butter und Zucker. Dann habe ich hier Apfelessig, Rum, ein ganzes Ei, ein Eigelb und eine Prise Salz. Zusätzlich benötigt ihr noch ein hocherhitzbares Fett oder Öl in einer Fritteuse oder einem entsprechend breiten Topf, um die Kreppel darin auszubacken. Zuerst gebe ich das Mehl in die Schüssel. Da hinein mache ich eine Mulde. In diese Mulde brösele ich nun die Hefe. So sieht das dann aus. Vom Zucker gebe ich erstmal die Hälfte dazu. Auch von der Milch gieße ich ca. die Hälfte darüber. Dann Zucker, Milch, Hefe und etwas Mehl vom Rand grob verrühren. Das geht mit so einem Holzstäbchen sehr gut. Dann wird er noch abgedeckt und darf 10 Minuten ruhen. Wenn ihr keine Schüssel mit Deckel habt, könnt ihr auch eine Folie oder einen Teller darüber decken. Die Zeit ist um und die Hefe hat gut gearbeitet. Zunächst gebe ich die Prise Salz am Rand entlang nur auf das Mehl. Auf die gegangene Hefe kommt dann der Zucker. Dann das Eigelb und das ganze Ei. Jetzt noch die weiche Butter zu geben. Den Rum angießen und den Apfelessig gleich dann hinterher. Zum Schluss noch die restliche Milch zu geben. Jetzt werden alle Zutaten mit dem Knethaken des Handrührers auf kleiner Stufe zu einem geschmeidigen Teig verrührt. Das braucht jetzt seine Zeit. Anfangs sieht es noch bröselig und trocken aus, aber später wird es ein geschmeidiger Teig sein. Wenn das Mehl eingearbeitet ist, könnt ihr die Rührgeschwindigkeit erhöhen. Der Teig hat sich zu einem Kloß geformt und ist fürs Erste fertig. Er ist nicht zu weich, gerade richtig. Auf Druck gibt er schön nach, so soll er sein. Jetzt wird er nochmal abgedeckt und beiseite gestellt. Er darf jetzt für ca. 40 bis 50 Minuten ruhen, bis er schön aufgegangen ist. Er hat nun 40 Minuten geruht und hat sich gut vergrößert. So sieht er jetzt aus. Gleich wird er auf dem Tisch geknetet. Dazu wird der Tisch nur ganz leicht bemehlt. Der Teig fühlt sich jetzt samtig an. Etwas flach drücken und nach innen einklappen. Ich lege mir ein wenig Mehl griffbereit, dann habe ich es zur Hand, wenn ich es brauche. Die genau verbrauchte Menge schreibe ich natürlich ins Rezept. Jetzt erstmal mit Gefühl falten und drücken. Das macht ihr so 10 Minuten. Falls der Teig zu sehr klebt, noch etwas Mehl zugeben. Der Teig ist wunderbar geschmeidig geworden und fühlt sich nun flaumig an. Dann noch einmal flach drücken. Jetzt beide Seiten einklappen und den Teig aufrollen. Nun durch langsames Heranziehen auf Spannung bringen. So sieht er gut aus. Etwas Mehl in die Schüssel geben und den Teigkloß hineinsetzen. Die Schüssel verschließen und für ca. 40 bis 50 Minuten gehen lassen. Er sollte sein Volumen ungefähr verdoppeln. Der Teig hat 45 Minuten geruht und so sieht er jetzt aus. Zum Ausrollen nehme ich erst einmal einen Teil davon auf den Tisch. Der Rest wird beiseite gestellt. Den Teig nun etwas flach drücken. Dann mit dem Rollholz von der Mitte nach außen mit leichtem Druck ausrollen. Er sollte nicht zu dünn werden. So ungefähr fingerdick ist optimal. Nun mit der Teigkarte den Teig in Streifen schneiden. Diese Streifen nochmal in 2 oder 3 Stücke teilen. Jedes dieser Stücke in der Mitte noch einmal längs einschneiden. Dann dieses Loch vorsichtig auseinanderziehen und die spitzen Enden hindurchstecken. Mit den Spitzen nach oben auf den Tisch setzen. Einschneiden, aufziehen und die Enden durchstecken.
Dann mit dem restlichen Teig genauso verfahren. So sehen sie jetzt aus und werden nochmal abgedeckt. Der Teig kann nun noch einmal ruhen. Währenddessen könnt ihr das Frittierfett erhitzen. Das kann in einer Fritteuse sein oder wenn ihr keine habt, geht auch ein entsprechend breiter Topf. Die Krapfen sollen darin schwimmend ausgebacken werden. Legt euch am besten noch ein Sieb oder eine Schüssel mit Küchenpapier bereit, indem ihr die fertigen Krapfen zum Abtropfen hineinlegt. Das Fett in der Fritteuse habe ich auf 180 Grad erhitzt. Falls ihr einen Topf benutzt, soll das Fett so heiß sein, dass sich an einem eingetauchten Holzstäbchen kleine Blasen bilden. Das Fett ist heiß und ich lege die Kreppel mit der Oberseite nach unten in das heiße Fett. Hier passen 5 Stück nebeneinander hinein. Mehr sollten es auch nicht sein, denn sie gehen noch etwas auf. Auch würde das Fett zu sehr abkühlen. Dann die anderen wieder abdecken. Jetzt müssen Sie erstmal ca. 1 Minute braten, dabei den Deckel geöffnet lassen. Dann könnt ihr mal nachschauen und sie wenden. Diese hier sehen sehr appetitlich aus. Jetzt werden alle gewendet. Durch diese besondere Form lassen sich die Krapfen leichter umdrehen und liegen auch stabiler im Fett. Einfach mit dem Schaumlöffel seitlich anschieben, dann drehen sie sich von alleine um. Nach einer weiteren Minute nochmal nachschauen. Der ist noch etwas zu hell, wird wieder umgedreht und muss noch braten. Wenn sie so aussehen, sind sie fertig. Sie werden sogleich zum Abtropfen auf das Küchenpapier gelegt. Mit einem weiteren Papier auch von oben abtupfen, aber aufpassen, sie sind sehr heiß. Kurz beiseite stellen. Die abgetropften Kreppel in eine Schale legen und zum Beispiel mit Puderzucker bestäuben. Oder ihr könnt sie einfach in Zucker wälzen. Das kommt ganz auf euren Geschmack an. So sehen die 2 Varianten aus. Probiert, was euch am besten gefällt. Die werden jetzt beiseite gestellt. Dann könnt ihr die restlichen Teiglinge genauso ausbacken. Und so sehen die Fasnachtskichelcha, Kreppel, Krapfen oder wie immer ihr sie nennt, fertig aus. Sie sind handlich klein, lassen sich gut mitnehmen und sind mit 1-2 Bissen sauber verzehrt. Die genauen Zutaten habe ich euch nochmal unten in die Infobox geschrieben. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo oder einen Daumen hoch sehr freuen. Habt ihr noch die ein oder andere Frage, so schreibt sie in die Kommentare. Nun noch viel Spaß beim Nachbacken und eine tolle Faschingszeit. Bis zum nächsten Mal, eure Mona.